Adama ist eine Regionalhauptstadt und nach Addis Abeba ein großes Zentrum, wo eine Stadt, die wächst, einen starken Zustrom hat von Migranten und Geflüchteten aus verschiedenen Regionen, aber vor allen Dingen aus dem Südosten. Und das überstrapaziert vollkommen die Infrastruktur dort. Die größte Schwierigkeit für die Menschen, die in Adama ankommen, liegt darin, dort einen Neuanfang zu schaffen. Also viele von den Geflüchteten sind traumatisiert, insbesondere die Frauen, weil sie häufig ja aus Gegenden hergekommen sind, wo sie der Gewalt entflohen sind. Und das hat für Frauen natürlich nochmal eine ganz besondere Komponente vor sexuellen Übergriffen und so weiter. Dann haben sie ihre Kinder dabei. Und was es noch viel schwerer macht, ist, dass sie auch, man kann sagen, eigentlich in aller Regel eben eine schlechtere Schulausbildung haben oder kaum Schulausbildung und vor allen Dingen auch fehlende Berufsausbildung. Was mich da besonders fasziniert hat, ist, dass sie es schaffen, mit einer Anschubfinanzierung, die wir ihnen geben konnten, mit 6.500 bis 7.000 Birr, was ungefähr 200 € sind. Also mit 200 € insgesamt haben sie einfach eine Grundausstattung sich angeschafft, geschaut, in welchem Bereich könnten sie tätig sein, was würde ihnen auch Spaß machen, wozu sind sie auch in der Lage oder wo haben sie besondere Fähigkeiten. Und haben wieder den Willen, sage ich mal, Lebensmut gefasst und eigene Ideen sogar eingebracht. Und das fand ich sehr beeindruckend, ja. Diese Frau haben wir auch mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Sie hat das berühmte äthiopische Fladenbrot, also ein riesengroßer Fladen, die Injera gebacken. Und sie bekommt dafür einmal die Materialien, dass sie sich Mehl kaufen kann oder das Getreide und halt so eine Backplatte und das, was sie dafür braucht, um die Injera herzustellen. Sie bekommt aber auch eben einen Workshop dazu, wie sie überhaupt die einzelnen Schritte, dass sie auch ihre Injera am Schluss verkaufen kann. Es ist auch nicht viel, aber es ist eine kleine Saat, die aufgehen soll, Menschen zu stabilisieren und eine eigene Existenz aufzubauen.